Aber zieht euch beide rein, wie viele Coins mein Elemente of Boroding hatte. Ich habe nur Tower Dailies mit dem gemacht, ne? Nichts anderes und ich habe 3000 FEC-Coin. Ich habe nicht gelevelt, nicht gefarmt. Ich habe wirklich nur jeden Tag Tower Days gemacht, seit das Event läuft und habe einfach schon 3000 Coins dadurch bekommen. Und selbst die Chars, die aktiv gar nichts machen, haben auch alle schon über 1000. Also es ist echt crazy. Was aber wiederum meine Befürchtung stärkt, dass 3000 oder 5000, habe ich ja gesagt, halt einfach normal sind. Und wirklich viel erst so ab 10.000 anfängt. Also meine Befürchtung ist, dass du für unter 1000 eigentlich so ziemlich gar nichts bekommst. Und dann so bis 5000 kriegst du halt so zum Beispiel ein paar Upcut Stones oder Amplis oder sowas. Also sagen wir, ein Upcut kostet 500, eine Ampli irgendwie 1000 oder irgendwie so. Oder 100 F-Coin entspricht ungefähr 1000 Coins oder irgendwie so. Also 100 F-Coin entsprechen 1000 FEC-Coins. So könnte ich mir die Umrechnung ungefähr vorstellen. Also das ist quasi, wenn du keine 10.000 F-Coin hast, keine 10.000 FEC-Coins, dann kriegst du dafür nicht mal 1000 F-Coin. Umgerechnet. So könnte ich es mir vorstellen. Weil die müssen ja die Belohnungen nicht so rechnen, wie viel FEC-Coins kannst du in 3 Wochen bekommen. Ja, bei Schwachsinn waren gar nicht 3 Wochen, es waren 4, oder? 4. Oder ist ja wurscht, aber darum geht es ja nicht. Es geht nicht darum, wie viele FEC-Coins kannst du bekommen in der Zeit. So, und wie viele kannst du bekommen? Mal 3. Weil sie müssen ja vom Worst Case ausgehen, dass jemand 100.000 hat und dann auch noch mal 3 bekommt, also 300.000. Entsprechend also was willst du da erwarten, was du dann für 5.000 bekommst, wenn jemand auch 300.000 haben könnte? Wenn er all-in geht auf ein Team und dann gewinnt. Natürlich könnte man argumentieren, das ist ja nicht dein Problem, also kannst ja nicht alle bestrafen, weil einer Glück hat oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Aber irgendwie schon, weil sonst ergibt das ganze Event ja keinen Sinn. Es geht ja darum, dass du deine Coins am Ende nochmal vervielfältigst im besten Fall. Und es muss ja irgendeine Art von Gewinner und Verlierer geben bei einem Wettsystem. Und ich meine, selbst wenn es stimmt, wenn meine Theorie stimmt und du hast 10.000 FEC-Coins, entspricht ungefähr 1.000 F-Coin an Belohnungen. Natürlich sehengebunden und so, ist ja eh klar. Aber wenn diese Theorie stimmen würde, oder wenn ich damit annähernd richtig liege, dann, und vielleicht sogar die Belohnungen unbegrenzt sind, also wenn du es geschafft hast, so viele FEC-Coins zu kriegen, oder die heißen ja dann Champion-Token oder Champion-Coins oder so, dass du dann tatsächlich, wie gesagt, dafür belohnt wirst, krass belohnt wirst, und dann die Belohnungen vielleicht sogar auch unbegrenzt sind. Was dann halt ein weiterer Grund dafür wäre, dass es halt wirklich teuer wird. Und jemand, der halt dann zum Beispiel nur 5.000 Coins hat und dann leider auch noch auf das Verliererteam wettet, oder was heißt Verliererteam, aber eins von den 6 schlechten Teams wettet, hat dann am Ende 5.500 Coins, der kriegt dann halt auch wirklich nicht viel. Kriegt dann halt 5 sehengebundene Amplis und 2 Upcuts oder so. Also nicht mehr als bei jedem x-beliebigen anderen Event so ungefähr. Also ich kann mir schwer vorstellen, also ich könnte mir sogar vorstellen, dass es noch brutaler ist, als ich es sage. Also so wie ich es sage, würde ich sagen, wäre es halt auch für alle Casuals und so attraktiv. Aber wenn ich die Events machen würde, würde das ganze Game sowieso komplett anders aussehen. Dann wären die Events grundsätzlich schon viel großzügiger. Also kann man sich vorstellen, dass sie eher nicht so großzügig sind. Du glaubst, bis 108 1v1 Grinding so um die 4K gemacht? Also 4.000 insgesamt oder nur durch Grinden 4.000? Also hast du insgesamt 4.000 oder hast du 4.000 gegrindet und dann noch die ganzen anderen durch Attendance und Battle Pass, Champions Pass? 4.000 ist nämlich echt wenig. No front. No front, Digga, no front natürlich. Aber wie gesagt, ich habe mit dem Chai hier gar nicht gegrindet, habe 3.000. Oh, mit dem habe ich sogar 3.200.
Na, also wenn ich ihr wäre, ich meine, ich habe so viele Charms, bei mir ist es egal. Solange man auch nur irgendwas bekommt für ab 1000 Coins oder so, passt es schon. Aber man sollte schon wirklich gucken, dass man, wenn man echt nicht so viele Chars hat, eigentlich, also 5000 absolutes Minimum und eigentlich sogar 10.000 anpeilt. Das sind ja immer noch knapp 2 Wochen Zeit. Aber im Endeffekt kriegt man ja jeden Tag 100 einfach so. Im Endeffekt kriegst du einfach so jeden Tag 100 durch den Battle Pass. Und wenn du zusätzlich noch grindest, kannst du nochmal 100 holen. Also am Tag bis zu 200. Ohne, dass man jetzt irgendwie ewig suchten müsste oder so. Und was man mit den Coins macht, Slizzers. Du drückst Taste U, FEC Prediction Event und dann prediktest du, wer das Event gewinnt. 12 Tage sind es noch. Naja, knapp 2 Wochen. 12 Tage. 12 mal 200, wenn du am Tag schaffst, dann wären das nochmal 2400. Plus alles, was du bisher hast, was ja hoffentlich eh schon um die 5000 sind. Oder mehr. Aber du kannst im Endeffekt unendlich machen. Durch diese Wiederholungsquest beim Championship Pass mit den 75 Coins. Die Quest musst du 4-mal abschließen, dann kriegst du ein Level up und dann kriegst du wieder 100 geschenkt. Also indem du einfach so ein paar 100 Coins droppst oder sammelst, kriegst du automatisch nochmal 100 extra. Deswegen ist halt, wie gesagt, wenn man alle seine gesamte Spielzeit auf 2 Charakter fokussiert oder auf einen Charakter hauptsächlich fokussiert, dann sollten 10.000 jetzt echt nicht so schwierig sein. Und wenn man dann halt bei 10.000 hoffentlich Erster oder Zweiter richtig predicted, also seine Coins verdoppelt oder verdreifacht, hat man dann 20.000, 30.000. Und wie gesagt, wenn dann meine Theorie zutrifft, dass ungefähr 100 F-Coin 1000 Coins entsprechen, dann sollte man schon gut davon kommen. Und selbst wenn es doppelt so teuer ist, ist es ja auch nicht schlecht. So oder so wird man wahrscheinlich einige seelengebundene Power-Ups und so bekommen.